In diesem Sinne, herzlich willkommen zum Launch unseres neuen einzigartigen Unternehmensportals, ein digitales Unternehmensportal mit der Möglichkeit, in alle nötige Tiefe zu gehen. Hier sieht man ein Porträt von uns. Holzinger Urber ist ein Familienunternehmen aus Überzeugung. Lilly Urber ist Chief Executive President, Purchasing und Claudia Holzinger, Executive President und Executive Vice President Interior, Commercial Administration. Die Bebilderung ist ein ideales Beispiel für das Konzept des visuellen Narrativs. Hier bietet die Struktur der Website einmal mehr die Möglichkeit, verschiedene Aspekte eines Themas niederschwellig und übersichtlich zu präsentieren. Übersichtlich und so detailliert wie nötig. Ein weiteres Highlight und wichtiges Kommunikationstool. Hier entstehen Ideen und Konzepte, hier werden Standards aufgebrochen. 3 weiterführende Quick-Link-Boxen wieder Möglichkeiten scrollen wir weiter nach unten. Das Designkonzept und die Programmierung unserer neuen innovativen Website ermöglicht es uns, all unsere Kernkompetenzen und Abläufe detailliert und ohne zu übertreiben, ist dies als ein weiteres Highlight. Wir als gestaltendes Unternehmen wollen maßgeblich an der Entwicklung eines offenen, selbstreflektierten und gemeinnützigen Zugangs zur Welt. So, guten Abend, herzlich willkommen im Internet. Ich bin Emanuel Tannert und ich war jetzt für die technische Umsetzung dieser Webseite zuständig. Das Konzept für die Webseite war mir schon relativ lange bekannt als das Konzept, das darin bestand, das Layout der Brose.com-Website zu kopieren und mit den Inhalten von Holzinger Urber neu zu befüllen. Ein Konzept, das nicht unbedingt ganz leicht umzusetzen ist. Als wir dann das Projekt dieses Frühjahr angefangen haben, war mir dann relativ klar, dass die einzige richtige Herangehensweise ist, dass wir wirklich den Code von der Brose.com-Seite, soweit wir ihn kriegen können, kopieren müssen. Das geht in einem gewissen Maß tatsächlich bei einer Website, weil eben man sich den Code der Präsentationsebene kann man eben im Browser sehen, weil ja, er muss ja irgendwie auf den eigenen Computer kommen, um dort angezeigt zu werden. Weswegen dann der erste Schritt war, mal einen Crawler zu programmieren, also im Endeffekt ein Skript, das die komplette Brose.com-Seite abwehrt und alles abspeichert. Was auch gar nicht so leicht war, weil die Seite wirklich extrem umfangreich ist. Die erste Version von meinem Crawler ist so ein paar Tage gelaufen, war eben der nächste Schritt, diesen Code zu nehmen, wie man hier sieht, und dann halt den ganzen Inhalt auszutauschen, beziehungsweise wieder in ein Template zu überführen, das man dann wieder flexibel befüllen kann. Das ging erstaunlich gut. Es gibt eigentlich kaum Third-Party-Assets auf der Seite. Die wenigen, die da sind, waren Open Source. Das war schon fast eigentlich der schwierigste Teil. Und was dann erstaunlich einfach war, war dann die einzelnen Komponenten von der Seite so nach und nach zu übernehmen. Eine größere Herausforderung war, dann nochmal ein Upgrade zu machen auf die neueste Version der Brose-Seite. Die wurde tatsächlich immer weiterentwickelt. Und wenn man sich später die Assets nochmal angeguckt hat, dann sah die Datei wieder ganz anders aus. Also das hier ist sowieso ein völliger Wust, mit dem kein Mensch was anfangen kann. Das sieht schon so ein bisschen lesbarer aus. Das hat zu der interessanten Situation geführt, dass man dann relativ abrupt fertig war. Also ein ungewöhnliches Projekt, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Das war die technische Erklärung. Vielen Dank. Genau, Emanuel, du hast schon viele wichtige Punkte angesprochen. Dieses Machtspielchen. Was ist der Stand bei Brose, den wir freezen? Dieser symbolische Kampf gegen die Öffentlichkeitsarbeit oder die Designagentur bei Brose. Echtzeit-Fake oder Simultan-Fake. Die Website durch diesen Fake in seine einzelnen Teile zu zerlegen, jeden Baustein anzugucken. Die ganze Struktur, in der das funktioniert, lässt sich einfach viel einfacher erschließen, wenn man Dinge in einzelnen kleinen Bausteinen hat. Und auch die Firma, die dahinter steht, ist unglaublich schwierig greifen zu können, so ein Verständnis zu entwickeln für die Struktur, in der das stattfindet und funktioniert. Das ist eine Gangbarmachung von etwas, zu dem man eigentlich keinen Zugriff hat. Verstehen, wie sowas Großes funktioniert. Künstlerinnen, Performerinnen, Kuratorinnen, das eigene Social-Media-Team. Was passiert, wenn man diese Schablone Brose auf unser tägliches Wirtschaften legt? Ja, es gibt da sowas in uns drin und das ist einfach unser Beruf, unsere Berufung. Das müssen wir nur herauskitzeln und dann sind wir für immer erfüllt und glücklich. Ähnlich wie das, was man im Assessment Center irgendwie in der 11. Klasse gesagt bekommt, du musst nur den Job finden, der dich glücklich macht. Was sind denn dann all diese anderen Rollen und Personen, die wir auch einnehmen müssen? Die Buchhalterin, die Projektmanagerin, die Dokumentarfotografin. Und welche Qualitäten haben diese Figuren? Die Anforderungen an eine Künstlerin im 21. Jahrhundert, die all diese Rollen mit einschließt, dass der Mensch sich so weit entwickelt hat, dass er das alles überhaupt leisten kann. Sind wir unter dem Druck dieser Aufgaben? Wenn ich eine Bilanz ziehe, wäre ich dann glücklicher? Dieses Website-Projekt ist vielleicht auch eine selbsttherapeutische Auslotung der Frage nach der sozialen Identität und der inneren Natur. Irgendwie so eine ganzheitliche künstlerische Arbeit, auch die administrativen, buchhalterischen und marketingrelevanten Aspekte von einem Werk zu sehen, zu konzipieren und zu schaffen. Die Unergründlichkeit des Subjekts ist eine nie versiegende Quelle der Veränderung und der Innovation. Und dass das Framing einer Geschichte Teil der Geschichte ist. Und in dem Fall ist es dieses Jahresausstellungsplakat. Hier wird erzählt eben
aus der Agnes Dürer Perspektive, die Einsatzstelle Zörwig des Deutschen Brieftaubenverbands, Geschichten erzählen in Bildern, die aber so nie stattgefunden haben. Also dass so Geschäftspersonas in dem Moment auch immer was verliehen werden soll, auch bei der Proseseite was sehr Privates. Da fängt eigentlich schon dokumentarische Fotografie für mich an, performatives Privatleben. Ich bin nämlich hauptsächlich sozusagen für die Unternehmenskommunikation zuständig. Wenn Sie ganz genau überlegen, dann fällt Ihnen sogar auf, dass Sie in Worten denken. Wie sprechen Unternehmerinnen und was bewegt es eigentlich? Denn die Menschen erwarten klare Aussagen, die Worte, die Realität formen können. Seit der sogenannten Sprechakttheorie ist es auch in die Linguistik bzw. Sprachphilosophie hat es Einzug gehalten, wie im Anschluss an diese Veranstaltung unsere beiden CEOs ihre neue Yacht in Empfang nehmen und die quasi zusammen feierlich dieser Yacht einen Namen verleihen mit den Worten: Ich taufe dich auf den Namen Hesselhoff. Hat sich verkürzt gesprochen die Realität verändert. If your products are expensive, you can talk cheap. In der Sprache des Erfolgs gibt es also keine ehrlichen Aussagen. Es geht immer darum, der Gegenseite das Gefühl zu vermitteln, dass es sich bei der Reibungshitze, die entsteht, wenn sie über den Tisch gezogen werden, um Nestwärme handelt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich gebe zurück an unsere beiden wunderbaren Präsidentinnen. SEO-Realität versus gendergerechte Sprache, LOL. In was für einem Bullshit-Bingo wollen wir leben? Sprache fungiert als Fugenmörtel zwischen diesen ganzen Wörtern, so zusammengekleistert, und das ist das, was unsere Realität beschreibt. Ich bin total geflasht. Also, mein Name ist Madeline Kröger, ich bin Kurator am Kunstpalais. So eine große Aufbruchsstimmung ist bei mir irgendwie hängen geblieben. Give her the tools and she will know what to do with them. Dieses Ärmel hochkrempeln und diese Positivität, die aber eben auch verbunden ist eben immer mit diesem Witz und diesem Charme. Darüber hinaus habt ihr die Fähigkeit, mit der Kamera ganz tiefe Einblicke, wie ich finde, in die Persönlichkeit und das Seelenleben auch anderer zu zeigen. Also es wird einfach deutlich, dass sie ein sehr gesundes politisches Bewusstsein und Selbstbewusstsein haben. Nein zu Karriere und Konsum, diese Anti-Haltung auf der einen Seite, und dann wiederum aber auch das Steigern von Produktivität, von Effizienz, von Umsatz, also genau dieses trotzdem am Markt teilnehmen wollen und trotzdem sein Mann und seine Frau in diesem Markt stehen wollen. Ihr habt jetzt auch nochmal eure Väter und sozusagen diese Biografie genau vorgestellt. Es ist eben nicht Revolution als Rebellion, würde ich mal sagen, sondern eher auch ein sehr sensibles Übernehmen von Verantwortung, natürlich auch von Macht, die damit einhergeht. Die Werkzeuge, die von der Elterngeneration, von den Vätern auf die Kinder übergehen, die werden also nicht eingesetzt, um das Alte zu zerschlagen, sondern daraus etwas Neues, etwas Besseres für alle zu bauen. The master's tools will never dismantle the master's house. Lässt sich mit der Firmenübernahme, die passiert, der Markt und die gesellschaftliche Linie, lässt sich das sozusagen wirklich ändern? Kunst ist heute eine Ware wie jede andere. Und doch ist sie es auch nicht, solange ein gesellschaftlicher Konsens darüber besteht, dass die beste Kunst nicht immer die ist, die den höchsten Profit erzielt.